Dark Bats Fantasy. Welcome to Wayland, Utani. Main interface. Receiving data. Ignition sequence initiated. Please stand by. Receiving data. Receiving data. Fuck. Was hab ich einen Brand? Mutter. Musik.
Emergency disruptor Verdammte system Axt! is now activated. The ship will detonate in T-minus 10 minutes. The option to override automatic detonation Fresse, du expires Quatschkasten! in T-minus 5. Hä? Was ist denn los? Wir wurden geweckt. Das Schiff hat eine Transmission empfangen. Von unserem Ziel? Was sagen Sie? Weiß ich noch nicht. Das Terminal stellt sich stur. Weil du wieder blind auf der Konsole rumhämmerst. Was ein Quatsch. Ich kann sehr wohl Knöpfe drücken. Gib auf und frag Mutter. Muss das sein? Sie wird mich wieder von oben herab behandeln. Ja, Mutter wird wieder alles besser wissen. sie weiß immer alles besser. Ich schaue nach Schnirkel und den Blumen. Jetzt, mitten im potenziellen Erstkontakt. Gerade jetzt. Das arme Tier war 312 Jahre im Eis. Auch wieder wahr. Grüß ihn. Mach ich. Und sei bitte nett zu Mutter. Ich bin immer nett. Fast schon zu nett. Guten Morgen, Mutter. Morgen? So ein Schmarrn. Nach 312 Jahren in der Kälteschleife gibt's keinen Morgen. Mein Begrüßungsalgorithmus schlägt Servus oder Grüß dich als umgangssprachlichen Kompromiss vor. Aber angesichts meiner überlegenen Rechenleistung und deiner generellen Ahnungslosigkeit wäre Grüß Gott die formal einzig korrekte Anrede für mich. Du könntest einfach Guten Morgen sagen. Könnt ich, aber im interstellaren Vakuum ohne planetare Rotationsachse und beim fixen Sonnenaufgang ist am Morgen ein physikalischer Humbug. Da weigert sich mein Sprachmodul. Ich bin ein Hochleistungsrechner, kein Poesiealbum. Warum wurden wir geweckt? Weil ich eine Transmission vom Zielplaneten gekriegt hab. Vom blauen Planeten, dem Ziel dieser Mission. Das war, falls dein Resthirn noch nicht ganz auftaut ist, der Sinn der ganzen Reise. Also grob zusammengefasst, der einzige Grund, warum ihr zwei euch überhaupt in die Frostsackerl gelegt habt, anstatt daheim zu bleiben. Kryokammern. Du legst dich nieder, sie benutzt auf Fachbegriff. Ich lass zur Sicherheit gleich einmal einen medizinischen Scan mitlaufen. Nicht, dass dir bei so viel intellektueller Überlastung noch eine Synapse durchbrennt. Die Wahrscheinlichkeit für so ein Vokabular aus dem Mund vom Brummbärchen lag laut meiner Berechnung bei 0,004%. Ich bin statistisch gesehen zutiefst beeindruckt. Kannst du jetzt endlich die Transmission entschlüsseln? Ob ich das kann? Jetzt wird's aber unverschämt. Ich bin die Schlaubi 5000, das absolute Nonplusultra der intergalaktischen Rechenkunst. Ich entschlüssel dir das Universum im Standgas. Mein Mainboard ist vergeudet, während dein Bioprozessor nur in lauwarmem Schnapsbier mariniert. Also zweifel ja nicht an meiner Quantenlogik. Ich trinke nicht so viel Schnapsbier. Ich kann die Wahrheit gern als alternativen Fakt abspeichern, wenn's da peinlich ist. Aber mein Speicher sagt, du hast da quasi eine eigene Schnapsbier-Direkt-Pipeline vom Frachtraum B in dein Frostsack gelegt. Soll ich den Bauplan einblenden? Nö und nochmal nö. Entschlüssel einfach die Nachricht. Läuft bereits seit 5 Minuten. Ich hab nur abgewartet, ob du von selbst
drauf kommst mit zum Fragen. Und Du bist nicht draufgekommen. ich bin jetzt hier. Amei, ein Blinzgickerl findet auch einmal ein Korn. Aber die Messreihe mit deiner geistigen Ausgangslage treibt meine Kühlungsventilatoren in den Wahnsinn. Sehr witzig. Ich hab mein Humormodul schon vor 2 Jahrhunderten wegen Sinnlosigkeit deinstalliert. Wenn ich einen Witz mache, leuchten hier 2 grelle Lamperl auf. Das grad war einfach nur eine hochpräzise, astreine und extrem tragische Analyse deiner Begriffsstutzigkeit. Ich bin gerade erst aufgewacht. Wach ist ein sehr ambitioniertes Wort. Dein Puls läuft seit 7 Minuten im Standgas, das ist korrekt. Aber deine Gehirnaktivität sendet an meine Sensoren immer noch ein Notsignal. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Mutter! Passt schon. Wissenschaftlich betrachtet ist dein Hirnkastel noch in der Auftauphase. Motorik bei 61%, Aufmerksamkeit bei 43% und die Grantigkeit ist schon wieder auf Anschlag bei 110%. Klappe, entschlüssel einfach die Nachricht. Lauf doch! Rekonstruktion der Sprachfragmente bei 87%, Kontextanalyse bei 72%. Wenn du in der Zeit einmal tief durchatmest, anstatt meine Quantenlogik mit deinem Geplärr zu sterben, hätte man die 100% wahrscheinlich schon erreicht. Das ist er. Logisch ist ja das. Spektralanalyse ist durch. O2N2 gemischt, saubere Pfützen, ein bisschen eine Botanik für Olenevene und eine Temperatur, bei der da nicht gleich die Zehen abfrieren. Und die Hintergrundstrahlung ist so harmlos, da wächst dir nicht einmal ein zweites Hirn. Schaut eigentlich, das hättest nämlich dringendst brauchen können. Ja, das klingt gut. Sag ich doch. Schnirkel, bist du wach? Gut, du siehst aus wie immer, das beruhigt mich. Was sagt die Transmission? 93% sind entschlüsselt und ich zitiere jetzt einfach mal wortwörtlich, auch wenn sich bei meiner Quantenlogik gerade die Fußnägel hochrollen, wenn ich welche hätte. Willkommen, Koordinaten bestätigt, Kollektiv, Blaubeer, Schnuten. Achtung, jetzt kommt der Höhepunkt, Mupf. Moment, hat das Ding gerade Mupf gesagt? Exakt das. Und Blaubeerschnuten? Ah, das. Auf unserem Zielplaneten lebt ein Kollektiv von Blaubeerschnuten, so wie du. Na, nix da so wie ich. Ich bin der Schlaubi 5000. Ein hochkomplexes, kühlschrankgroßes Hirn aus Platin und Logik. Die da unten sind ein weicher organischer Schwarm, der sich scheinbar hauptsächlich über unartikulierte Mupflaute und Salatkonsum definiert. Quasi eine intergalaktische Krabbelgruppen. Warum wusste ich das nicht? Weil mein Logbuch anzeigt, dass du die Missionsdatei nach exakt 1,2 Sekunden weggedrückt hast. Du hast dir wahrscheinlich nur die bunten Beutel angeschaut und bist dann direkt in den Frostsack geschlupft. Also war der blaue Planet die ganze Zeit das Ziel, weil dort Blaubeerschnuten leben? Korrekt. Das intergalaktische Reiseziel ist ein singendes, kollektiv organisiertes Trachtenensemble mit einer unerklärlichen Leidenschaft für Blaskapellen und Dauermupferei. Und was bedeutet Mupf? Linguistisch betrachtet ein absoluter Albtraum. Die benutzen Mupf für Servus, Achtung Meteor, gut schaut's aus und eventuell als zentrale Gottheit. Quasi das intergalaktische Äquivalent zu einem Schweizer Taschenmesser oder ein Universallaut für geistige Faulheit. Ein Wort für alles? Ja, völlig ineffizient, aber die kämen damit scheinbar durchs Leben. Exakt die gleiche geistige Energiesparmaßnahme wie dein Hö ist vielseitig. Schon klar, du bist kognitiv auf dem Stand von einer depressiven Amöbe, aber ich gebe zu, es deckt ein breites Spektrum
genereller Ahnungslosigkeit tadellos ab. Was war das? Akustische Wellen verursacht durch feindliche kinetische Energie. Kurz gesagt, es hat Rums gemacht. Mutter! Ist ja gut. Sensoren melden metallischen Kontakt. Externer O-Dock-Vorgang an Schleuse 2. Wir werden geentert? Zu 99,8% Wahrscheinlichkeit. Wir sind am Arsch, komplett und mit Anlauf. Warum hast du das nicht verhindert? Weil eine gewisse intellektuelle Grobmotorikerin vorhin mit ihrer Wurstfinger am Hauptterminal mein Firewall in ein Schweizer Cas-Modell verwandelt hat. Ich hab nur rumgetippt. Genau, und jetzt rumdockt es. Ist doch ein schönes Wortspiel für unsere letzten Sekunden. Verriegle die Schleuse, aber zackig. Hab ich doch versucht. Versucht? Ich bin ja schon dran. Aber leider hat dein hochkomplexes Einfinger-Suchsystem dem fremden Schiff vorhin ein VIP-Gastrecht inklusive offener Tür angeboten. Das war nicht meine Absicht. Ja mei, der Asteroid hat sich bei den Dinosauriern wahrscheinlich auch gedacht, ui, das war jetzt ein bisschen Schnee. Hilft am Ende auch kaum. Wie lange bis Sie drin sind? 8 Sekunden. 8 Sekunden? 5. Wenn du weiter so blöd fragst, gehen wir auf 2. Jedes Wort von dir ist eine Rechenleistung, die ich für die Notverricklung dringend brauchen tät. Sie sind da. Sag guten Morgen. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Wir sind Schnuten, Widerstand ist zwecklos. And put your helmet on. Was ein Quatsch. Berti, das ist kein Quatsch nicht. Wissenschaftlich nennt man sowas einen absolut beschissenen Start in den Tag. Ihr werdet schnutifiziert. Schnutifiziert? Schnutifiziert. Phonetik ist ein Graus, aber die Bedrohungsabsicht ist eindeutig. Der kleinscheißige Terminator da meint's bitter ernst mit seinem Kasperltheater. Eure biologische und technische Einzigartigkeit wird dem Kollektiv hinzugefügt. Mit technischer Einzigartigkeit meint der Spätzl da vorn definitiv mich. Bei dir, Skaldiv, rechnet das Kollektiv wahrscheinlich noch durch, ob deine exorbitante Schnapsbierresistenz überhaupt als evolutionärer Vorteil durchgeht oder direkt als Totalschaden verbucht wird. Das hilft mir gerade nicht. Beginne Schnutifizierung. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Mutter? Was ist los? Olene Veni, ich fahr mein Schutzprogramm hoch, Schützen? Vor was? weil draußen gerade ungebetener Besuch anklopft. Und was ist mit Skaldiv? Skaldiv hockt im Computerraum. Schmarrn, korrigiere, hockte. Ist sie sicher? Ja mei, sicher ist bei Skaldiv ein dienbarer Begriff. Mutter, das klingt nicht beruhigend. Dann ignoriert das letzte Protokoll. Ich pass auf euch auf. Gut, dann vertraue ich dir. Brav, Olene Veni. Schutzstatus aktiv. Elbin pumperl gesund, Blumengossen, Schnecke kriecht stabil. Danke. Gern geschehen. Herrschaftszeiten. Endlich einmal jemand, der auf mich hört und keine Widerworte gibt. Da leg ich mir direkt eine Backup-Kopie in mein digitales Familienalbum. And I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin.
Verdammte Scheiße! Was für ein Trip! Ich muss definitiv aufhören zu saufen. Schnutifizierung, blauer Planet. Was ein Quatsch. Deutschland ist zwecklos. Ich bin fürs Faschingsfest die Borgschnute. Mupf. Beginne Schnutifizierung. Nö und nö, ihr beginnt gar nix. Ich schreib's gleich in die Akten. Das wird nix. Skaldiv ist von Haus aus immun gegen Ordnung, Gescheitheit und blaue Kasperle-Kostüme. Schnutifizierungsstrahl aktivieren. System failure. Was ein Quatsch. Sag ich doch. Exakt wie berechnet. Der hochentwickelte Schnutifizierungsstrahl ist gerade am chronischen Schnapsbierpegel regelrecht abprallt. Mupf. Faszinierend. Beginne mentalen Austausch. Das wird für die galaktische Forschung jetzt gleichermaßen peinlich wie unterhaltsam. Ich freu mich. Moment, Austausch mit wem? Oh, Blumen. Schön. Interessant. Ihr habt den neuronalen Transfer nicht über Bewusstsein stabilisiert, sondern über elektrische Mustererkennung. Das erklärt die Verzögerung in der Reaktion. Außerdem ist die Polarität der Synapsenbrücke umgekehrt. Deshalb wurde nicht nur das Bewusstsein Kruzifix. Das stand jetzt frei im Chorm-Handbuch. Das kommt jetzt dezent unerwartet. Außerdem arbeitet eure Schnutifizierung. Ich revidiere meine komplette Datenbank. Ihr redet seit Jahren mit Skaldiv und der wahre Intellekt hat derweil still und leise Salatblätter kaut. Aber verarbeitet es wie eine Einkaufsliste. Mupf. Eine echte Schwarmintelligenz müsste nicht mehr Stimmen hinzufügen, sondern bessere Verbindungen schaffen. Sonst habt ihr kein Kollektiv, sondern nur eine sehr laute Warteschlange. Herrschaftszeiten, wenn eine Gartenweichte im Elbenkörper anfängt, am außerirdischen Kollektiv Nachhilfe in Quantenmechanik und Netzwerkarchitektur zu geben, bin ich als Schlaubi 5000 offiziell überflüssig. Zieht's mal den Stecker, das Schmierentheater schau ich mir nicht länger an. Was ein Quatsch.